Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch mal gern ein paar Methoden zeigen, mit denen ihr euer Combat Level erhöhen könnt. Doch bevor wir zu den einzelnen Methoden kommen, zeige ich euch noch ein paar allgemeine Tipps, die ihr anwenden könnt bei jeder der genannten Methode, um noch mehr Combat XP zu erhalten. Zum einen bietet es sich sehr an, während dem Combat XP Farm auch die Combat XP Tränke zu verwenden, die ihr aus Geschenken bekommen könnt aus der Jerry Workshop Island. Und auch ein Erfahrungstrank, welcher mit einer Wikinger-Träne gebraut wurde, ist auch sehr nützlich, wenn ihr Combat XP farmen wollt, da ihr da auch nochmal zusätzlich 10% mehr Combat XP erhaltet. Neben den Tränken ist es auch sehr empfehlenswert, die Slayer-Bosse zu machen, denn für die Bosse von Level 1 bis 3 erhaltet ihr jeweils 1% mehr Combat XP und für die Level 4er Bosse sogar 2% permanent. Und wenn ihr alle Bosse gemacht habt, habt ihr dann permanent plus 15% mehr Combat XP, was auf Dauer auch sehr gut ist, wenn ihr das Skill erhöhen wollt. Und wer auch schon so weit bei dem Wolf-Slayer-Boss ist, kann sich natürlich auch den Hunter-Talisman oder den Hunter-Ring besorgen, um zusätzlich 2 oder 5% mehr Combat XP zu erhalten. Leute, die jetzt aber keine Lust haben, wirklich nur Combat XP zu farmen, könnte ich noch empfehlen, dass ihr entweder Salads farmt, um zusätzlich währenddessen noch ein bisschen Geld zu verdienen, da die Salads auch noch ganz gut Combat XP geben, oder ihr macht Slayer Quests, denn die Zombies in der Höhle beim Spawnen geben auch sehr gut Combat XP und auch die Wölfe in der Höhle im Park hinter dem Wasserfall geben euch auch recht viel Combat XP, wenn ihr dort euer Wolf-Level erhöht. Nur bei den Spinnen gibt es leider keinen Ort, an dem ihr währenddessen sogar noch zusätzlich recht viel Combat XP bekommen könnt. Um nun aber gezielt nur Combat XP farmen zu können, könnt ihr beispielsweise zusammen mit einem Freund ins End gehen und dann wirft einer von euch beiden die ganze Zeit Enderperlen, um Enderman zu spawnen, und der andere tötet die ganze Zeit die gespawnten Endermen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch dort dann regelmäßig abwechseln, damit beide von euch auch was davon haben. Allein ist diese Methode aber nicht so gut möglich, denn derjenige, der die ganze Zeit die Enderperlen wirft, bekommt neben den Schaden von den Endermen natürlich auch den Schaden durch das Werfen der Enderperle. Und wenn ihr dann allein seid, könnte es passieren, dass ihr auch mal sterbt und dann am Anfang vom End steht und so die ganzen Endermen dann eigentlich weg sind, die ihr gespawnt habt, um sie zu töten. Die beste und auch wohl die bekannteste Methode, wenn ihr alleine Combat XP farmen wollt, ist die Verwendung von Ghast Minions, da Ghast extrem viel Combat XP geben. Um die Ghast Minions so effektiv wie möglich zu farmen, solltet ihr davon so viele wie möglich auf eurer Insel aufstellen, aber am besten in einen explosionssicheren Raum, nicht dass die Ghast aus Versehen eure komplette Insel zerstören. In die Minions könnt ihr dann noch den besten Treibstoff reinpacken, den ihr habt, beispielsweise einen Enchanted Lava Bucket, oder ihr verwendet Full Flash, da das sogar noch besser ist, wenn ihr für die gesamte Zeit die Minions farmt. Um die Minions noch schneller zu machen, könnt ihr natürlich auch noch Minion Expander verwenden. Ich würde euch dann noch empfehlen, dass ihr einen Intimidation Talisman tragt, während ihr die Ghast farmt, damit sie euch nicht nerven oder euch so vielleicht sogar töten, während ihr Combat XP farmt. Und dann könnt ihr eigentlich ganz entspannt die Ghast entweder mit einem Bogen mit Aiming oder mit einer Angel töten. Ein Schwert würde ich hier euch aber nicht empfehlen, da es doch mitunter schwer ist, die Ghast mit einem Schwert zu treffen. Um noch ein bisschen mehr Combat XP zu bekommen, während ihr die Ghast in dieser Box farmt, könnt ihr die Box auch um den Crystal von dem Roofed Forest bauen, denn dann spawnen noch zusätzlich Fledermäuse in diesem Raum, welche auch ganz gut Combat XP geben. Aber ihr müsst dann darauf achten, dass es auch dunkel genug ist, damit dort Fledermäuse spawnen können, und am besten stellt ihr auch noch einen Nightsaber auf, damit es permanent Nacht auf eurer Insel ist und so viele Fledermäuse wie möglich spawnen, während ihr die Ghast farmt. Manche von euch werden vielleicht mitbekommen haben, dass bis vor kurzem noch möglich war, auf der eigenen Insel auch AFK Combat XP zu farmen, entweder indem man eine Unstable oder eine Blaze Armor verwendet hat oder durch die Verwendung der Vampire Mask. Jedoch funktioniert der Effekt der Blaze Armor und der Unstable Rüstung nicht länger auf der eigenen Insel und auch die Vampire Mask wurde so gepatcht, dass es nicht mehr möglich ist, damit Combat XP AFK zu farmen. Aber neben der Rüstung zum AFK farmen brauchtet ihr sogar noch einen speziellen AFK Brunnen, welcher mit 4 Teleport Pads oder mehr gebaut wurde. Denn mit den Teleport Pads könnt ihr dafür sorgen, dass ihr immer wieder die Blickrichtung wechselt, um weiterhin Combat XP zu bekommen, selbst wenn ihr AFK seid. Denn durch den Blickrichtungswechsel wird das AFK-System sozusagen umgangen. Inwiefern die Methode gegen die Regeln verstößt, kann ich leider nicht sagen, da man ja eigentlich nur Ingame-Mechanics benutzt, aber es gab auch mal die Aussage von einem Admin, dass es eigentlich nicht möglich sein sollte, AFK-Skills zu erfahren. Wer dennoch das Risiko eingehen möchte, hat momentan immer noch die Möglichkeit, auch AFK sein Combat XP Level zu erhöhen, denn zwar funktioniert der Effekt der Unstable Rüstung nicht auf der eigenen Insel, aber wenn ihr die Insel von einem Freund oder einfach von jemand anderem besucht und euch dort neben Monster stellt, werdet ihr schnell sehen, dass der Effekt der Unstable Rüstung auch noch funktioniert und ihr auch noch Combat XP bekommen könnt. Und wenn ihr auch noch eine Waffe mit Telekinesis in der Hand haltet, erhaltet ihr sogar die Drops der Mobs. Aber wie gesagt, verwendet diese AFK-Farm-Methode nur auf eurer eigenen
Ereignisrisiko, da ich nicht sagen kann, ob das nun erlaubt ist oder nicht, denn wie ihr sehen konntet, wurden die letzten AFK-Farm-Methoden zwar gepatcht, jedoch habe ich von keiner Person gehört, die gebannt wurde, obwohl doch recht viele Leute diese AFK-Farm-Methode bis vor kurzem noch genutzt haben. Und wer keine Lust hat, das Risiko einzugehen, dass er vielleicht von Hypixel Skyblock ausgeschlossen wird, der kann auch einfach ganz normale Mob-Minions aufstellen, aber ohne einen Mob-Grinder, sodass die Minions die Items sammeln. Und wenn ihr dann die Minions leert, erhaltet ihr auch ein bisschen Combat XP. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches Combat Level ihr momentan seid. Und in der Infocard habe ich euch heute mal die Playlist verlinkt, in der ich euch zeige, wie ihr eure anderen Skills in Hypixel Skyblock leveln könnt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao!